evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. Elvis Presley, seit mehr als 20 Jahren Idol der Rockmusik und der sogenannten Popkultur, ist gestern Abend im Alter von 42 Jahren gestorben. Presley erlag in Memphis, Tennessee, einem Herzversagen. Am 16. August 1977 erschütterte eine Nachricht die Welt: Elvis Presley tot. 42 Jahre alt, gestorben in seinem Haus in Graceland in Memphis, Tennessee. Sein Tod löste Trauer und Entsetzen aus bei zahlreichen Fans weltweit, und wie wir im Hintergrund sehen können, in Memphis selbst war wahnsinnig viel los. Die Fans drängten sich an das Tor von Graceland, sie wollten Elvis nahe sein. Alle waren schockiert, alle waren erschüttert. Wie konnte das passieren? Es zeichnete sich ja nicht ab und Elvis war tot. Man konnte es nicht ändern. Sein Tod ereignete sich interessanterweise, wenn man das Wort in diesem Zusammenhang benutzen darf, genau einen Tag vor Beginn seiner nächsten US-Tournee. Und um diese US-Tournee, die nie stattfand, aber trotzdem spannend ist, um die soll es in der heutigen Folge gehen. Nach dem Intro. Elvis Presley. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Für alle, die diesen Kanal schon kennen, herzlich willkommen, dass ihr wieder da seid. Für alle, die das erste Mal hier sind, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, bevor ihr ihn wieder verlasst, und vor allem regelmäßig wiederzukommen. Über einen Gefällt mir, über die Alarmglocke zum Aktivieren freue ich mich sehr. Vielen Dank. Bevor wir zum eigentlichen Thema von heute kommen, möchte ich noch einmal auf mein letztes Video eingehen. Da ging es ja um die möglicherweise beste Las Vegas Season. Ich habe mich für die Januar-Februar Season 70 entschieden, und in dem Zusammenhang habe ich auch den Song Lordy Miss Claudy erwähnt. Und ihr habt mich darauf hingewiesen, weil ich gesagt hatte, Glendy Hardin am Piano. Ihr habt mich darauf hingewiesen, dass wohl Elvis hier selbst am Piano saß. Das war mir in dem Moment nicht geläufig. Deshalb möchte ich das gerne korrigieren. Als Info zu meinem letzten Video. Ihr seht es oben nochmal eingeblendet. Also, Elvis saß am Piano zu Lordy Miss Claudy. Er versuchte wohl erst Blueberry Hill zu intonieren, ging irgendwie schief, und dann hat er sich für Lordy Miss Claudy entschieden. Man hört es auch am Gelächter, und Come on Elvis ist im Hintergrund zu hören. Also, er war hier scheinbar am Piano aktiv, und das möchte ich gerne noch für das letzte Video mit eingeben. Aber jetzt zur heutigen Show. Ja, diese Elvis-Tournee vom August 77, und ich werde später sogar noch darauf zu sprechen kommen, auf eine Tour im September 77, aber schön eins nach dem anderen. Die hätte genau am 17. August beginnen sollen. Good morning, everybody. It's WGAN Radio in Portland, Maine. It's 74 degrees at 8:05. Time to get ready for Elvis Presley. Elvis will be coming to Portland later today for his concert at the Cumberland County Auditorium. Elvis's show is almost sold out, but we have 6 tickets here at WGAN. Elvis hatte bis zu seinem Todestag bereits 55 Shows im Jahr 77 gegeben. Zwischen dem 31. März und dem 3. April mussten insgesamt 4 Shows abgesagt werden aus gesundheitlichen Gründen. Elvis wurde mit den Symptomen einer Darmgrippe in das Baptist Memorial Hospital in Memphis eingeliefert. Während später Konzerte, oft die aus Gesundheitsgründen ausfielen, zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt wurden, wurden diese Shows nicht noch einmal nachgeholt. Am 30. Mai 77 hätte Elvis eine Show in Asheville in North Carolina geben sollen. Diese Show fand nicht statt, aber nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil dem Tourmanagement ein Fehler unterlaufen war. Elvis wurde an diesem Tag tatsächlich zweimal gebucht und spielte stattdessen in Jacksonville in Florida an diesem Tag. Und so kam es, dass diese Show in Asheville, North Carolina jetzt tatsächlich nachgeholt werden sollte, und sie stand auf dem Plan für die nächste US-Tournee, die am 17. August 77 beginnen sollte. Der Plan war, eine Tour zu machen, die im Prinzip an der Ostküste entlang ging, im Norden begann und im Süden endete. Der Höhepunkt der Tour sollten 2 Konzerte im legendären Mid-South Coliseum in Memphis sein, das Elvis seit 1974 jedes Jahr wieder bespielt hatte. Das Konzert von 1974 erschien ja auch offiziell von RCA aufgenommen auf der LP Elvis Recorded Live on Stage in Memphis. Ich habe dazu auch ein Video gemacht.
Interessant für Elvis-Shows, nicht nur für diese Tour, die nie stattfand, sondern generell sind auch die Eintrittspreise. Colonel Tom Parker, man kann über ihn ja sagen, was man will, aber ihm war immer dran gelegen, dass eine amerikanische Arbeiterfamilie, nenne ich es jetzt mal, die Möglichkeit hat, es sich leisten zu können, als Familie in ein Elvis Presley Konzert gehen zu können. Folgedessen waren die Eintrittspreise oft relativ niedrig, was zur Folge hatte, dass Elvis eine Konzerthalle oft mehrmals hintereinander spielte, damit sozusagen die Kosten gedeckt wurden, und man musste ja auch die Band nicht immer wieder neu aufbauen, man konnte alles stehen lassen und man machte 2 oder 3 Shows im gleichen Kolosseum oder in der gleichen Halle und kam dann auf Zuschauerzahlen, die deutlich höher waren, sodass dieser niedrige Eintrittspreis gerechtfertigt war. $12,50 war so im Prinzip der mittlere Eintrittspreis für eine Elvis Presley Karte, und wenn man das in heutige Zahlen umrechnet, dann entspricht das etwa $62,50 oder 56 € beim aktuellen Wechselkurs. Wenn wir das mal vergleichen mit Eintrittspreisen, die wir heute zum Beispiel für, jetzt nehme ich mal absolute Superstars wie beispielsweise die Rolling Stones, wo wir Eintrittskarten, da geht es ab 100 € erst los. Also da sehen wir, dass selbst nach heutigen Maßstäben der Eintritt in eine Elvis Presley Show wirklich sehr, sehr günstig war. Und das wiederum finde ich jetzt sehr sympathisch, und das erklärt vielleicht auch ein Stückchen, neben der Anziehungskraft, die Elvis natürlich hatte, warum die Shows alle ausverkauft waren. Es gab ja im Prinzip keine Elvis-Shows, die nicht ausverkauft waren. Von daher erklärt sich das ein bisschen und ist auch ein feiner Zug. Kommen wir aber jetzt zu dieser Tour, die wie gesagt nie stattfand. Sie sollte am 17. August im Cumberland County Civic Center in Portland in Maine stattfinden. Eine Halle, in der Elvis vorher noch nie gespielt hatte. Und dort sollte es 2 Shows geben. Ich habe jetzt mal die ganze Tour ein bisschen zusammengefasst. Ich habe jeweils von den Shows Eintrittskarten, zeige ich euch. Und ihr seht auch dazu die Halle, in der das stattfinden sollte. Und wir gehen die Tour jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon. The end at an early age of one of the 2 most spectacular careers in the history of American entertainment. Elvis Presley, seit mehr als 20 Jahren Idol der Rockmusik und der sogenannten Popkultur, ist gestern Abend im Alter von 42 Jahren gestorben. Presley erlag in Memphis, Tennessee, einem Herzversagen. Kommen wir zu den geplanten Songs, und hier tut sich jetzt wirklich also ich habe wirklich, ihr kennt mich, ich recherchiere immer sehr genau, ich habe so gut wie gar nichts gefunden. Ich habe mal in einer Biografie gelesen, dass wohl Joe Esposito am 15. oder gar 16. August 77 mit Elvis die Setlist durchbesprochen hat. Des Weiteren gibt es auch ein Interview mit Dick Grobe von der Memphis Mafia, der allerdings sehr umstritten ist, wie auch das ganze Interview umstritten ist, aber nichtsdestotrotz hat er sich angeblich am 15. August noch mit Elvis über die bevorstehende Tour unterhalten und ist mit ihm Songs durchgegangen. In diesem Zusammenhang hat, so sagt es Dick Grobe, Elvis ihn gebeten,
die Songs aufzuschreiben, damit Charlie Hodge die Texte besorgen kann. Und die Rede war von 4 neuen Songs, allerdings wissen wir nicht von welchen. Eine weitere Internetrecherche von mir hat ergeben, dass angeblich der Song Wabash Cannonball, ein Country-Folk-Song aus den 1920er Jahren, den viele Künstler aufgenommen haben, unter anderem auch Johnny Cash. She's a regular combination on the Wabash Cannonball. Dass angeblich dieser Song neu ins Programm aufgenommen werden sollte. Wir können nur mutmaßen, wenn es tatsächlich 4 neue Songs hätten sein sollen, welche Songs das sein könnten. Man könnte sich vorstellen, dass möglicherweise Moody Blue noch einmal versucht wurde. Er hat ja bereits im Februar 1977 Moody Blue zweimal gespielt. Das erste Mal hat er dann abgebrochen. Einen Tag später hat er eine vollständige Version gebracht, die aber nicht wirklich überzeugen konnte, sowohl stimmlich wie auch, es war einfach nicht geprobt und so exzellent wie Elvis TCP Band war. Es gelang nicht, hier eine tolle Version abzuliefern. Moody Blue, I'm talking to. I keep hanging on, try to learn your song, but I never do. Wäre also Moody Blue eine mögliche Option. Wir bewegen uns aber jetzt wirklich im Bereich der Spekulation, liebe Freunde. Bitte nehmt das jetzt nicht für bare Münze, was ich hier sage. Das sind nur Gedankenspiele, nichts weiter, denn wir wissen nichts Zuverlässiges. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass keine Proben stattfanden. Also Elvis probte nicht mit der Band und das wiederum lässt darauf schließen, dass es keine großen Änderungen im Programm gab. Wenn also neue Songs aufgenommen hätten werden sollen für diese Tour, dann wären es möglicherweise Songs gewesen, die Elvis schon früher gespielt hatte, aber eben länger nicht mehr im Repertoire hatte. Das hat er ja immer mal wieder gemacht, dass er mal wieder Songs hervorgeholt hat, die er viele Jahre nicht mehr gesungen hat. Ich erinnere nur zum Beispiel an I Just Can't Help Believing, gibt es eine Fassung von 1976. Das hatte er seit Anfang der 70er Jahre nicht mehr im Live-Repertoire. Wir erleben in seiner letzten Show in der Margate Square Arena in Indianapolis zum Beispiel den Song Bridge Over Troubled Water. Das sind jetzt nur einzelne Beispiele. Ihr könnt selber mutmaßen und schreibt in die Kommentare fleißig rein, welche neuen Songs hätten in dieser Tour von Elvis kommen können. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ja, gehen wir auf den September 77 zu sprechen. Hier ist es interessant, denn über diese Tour wissen wir so gut wie gar nichts, aber es gibt Eintrittskarten. Also diese Tour muss bereits gebucht gewesen sein, macht auch Sinn, wenn man Mitte August, wir sprechen ja jetzt wir gehen jetzt vom 16. August 77 aus, der Todestag von Elvis, und sozusagen 4 Wochen oder 5 Wochen später wäre ja bereits die nächste Tournee gewesen. Und hier gibt es unterschiedliche Angaben, welche Shows jetzt tatsächlich hätten stattfinden können. Auch ihr, wenn ihr hier nähere Angaben habt, schreibt es bitte in die Kommentare unbedingt unten rein. Ich habe gefunden vom 28.09.1977, und zwar hätte Elvis an diesem Tag, wenn diese Eintrittskarte echt ist, aber sie scheint es wohl zu sein, in Savannah in Georgia im Civic Center auftreten sollen. Eine Halle, in der er vorher auch schon aufgetreten war. Und diese Eintrittskarte ist, wenn sie echt ist, die letzte jemals gedruckte Eintrittskarte von einem Elvis-Konzert, das allerdings nie stattfand. Ja, liebe Freunde, soweit zu dieser Tour oder diesen beiden Tourneen, die nie stattfanden, nicht stattfinden konnten. So bleibt uns eigentlich in der Rückschau nur das, was wir als letztes von Elvis haben. 26.06.1977, Margate Square Arena in Indianapolis. Elvis verabschiedete sich mit diesem Satz, den er leider nicht mehr erfüllen konnte. If you want us back, let us know and we'll come back. Also wenn ihr uns zurückhaben wollt, dann gebt uns Bescheid. Dann kommen wir wieder zurück. Das Versprechen konnte er leider nicht mehr halten. Und er beendete diese übrigens relativ gute Show für Juni 77 mit, wie könnte es anders sein, Can't Help Falling in Love. Wir schauen in den Schluss mal rein.
Ja, und so, liebe Freunde, geht das Video zu Ende. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart, freue mich auf eure Kommentare und lade euch weiter ganz herzlich ein, wieder Themenvorschläge zu machen. Bin immer dankbar für eure Anregungen. Diese letzte Tour übrigens war auch eine Anregung von euch. So gesehen, schreibt in die Kommentare rein und wenn es passt, werde ich mich gerne eurer Themen annehmen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Dankeschön, ciao und servus, euer Gerd. Long live the King.